Moin moin, herzlich willkommen zum TWS und ja, ich möchte euch mal wieder die Gelegenheit geben, TWS-Gelände von mir zu ersteigern und dabei erneut einem Menschen in Not zu helfen. Genauer gesagt der Familie des britischen Spieledesigners James Baldwin. James ist Autor und Herausgeber des Tabletop-Spiels The Drowned Earth, das dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff ist. Besonders dank der vielen Videos vom Bier- und Brezel-Tobi. The Drowned Earth spielt in einer postapokalyptischen Zukunft, in der die Meeresspiegel angestiegen sind und sich die Natur die Landstriche der Menschheit quasi zurückerobert hat. Die letzten Überlebenden organisieren sich nun in kleinen Banden, zu denen auch schon mal mutierte Gorillas aus Genexperimenten gehören. Und damit nicht genug, denn Dinos trifft man auch auf Schritt und Tritt. The Drowned Earth mischt dieses futuristische Setting mit unglaublich dynamischen Bewegungsregeln. Zum Beispiel belohnt es spektakuläre Aktionen, indem hohe Würfelergebnisse für eine Rückerstattung von Aktionspunkten sorgen. Aber was ist James und seiner Familie denn nun passiert? In den vergangenen Monaten hatte sich James um die Renovierung seines Londoner Häuschens gekümmert, um dort endlich einen festen Arbeitsplatz zu haben, um sein Spiel noch mehr voranzutreiben. Die nächste Kickstarter-Kampagne zu The Drowned Earth stand damit auch schon fast in den Startlöchern, als vor einigen Tagen Folgendes passierte. Von Rauchgeruch geweckt, schreckte James mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Alter von einem halben und 2,5 Jahren mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Der Dachstuhl brannte. Zum Glück konnten James und seine Familie das Haus schnell verlassen und die Feuerwehr bekam den Brand ebenfalls schnell unter Kontrolle. Aber ihr seht selbst, wie es nun in James' frisch renovierten Zuhause aussieht. Das Obergeschoss ist komplett vom Feuer zerstört, die Etage darunter schwer beschädigt und die Stockwerke inklusive dem Warenlager darunter haben vom Löschwasser auch einiges abbekommen. Die komplette Familie wohnt derzeit bei James' Mutter und ist technisch gesehen obdachlos. Natürlich gibt's Versicherung und zum Glück ist das Haus auch versichert. Doch bis alles geprüft und geklärt ist, die ersten Gelder fließen und das Haus wieder bewohnbar ist, wird leider noch einige Zeit vergehen. Bis dahin müssen die Kinder extra betreut, sich um Handwerker gekümmert und Renovierungen erledigt werden. Alles mit viel Eigenleistung, was James als Hauptverdiener der Familie natürlich viel von seiner eigentlichen Arbeitszeit raubt. Um dem aktuellen Finanzengpass zumindest einigermaßen entgegenzuwirken, hat James nicht nur die durchs Löschwasser beschädigten The Drowned Earth Produkte im Preis gesenkt. Er bietet ebenfalls noch neue Hoodies und T-Shirts an, um darüber zusätzliche Einnahmen zu generieren. Wer also einen passenden Zeitpunkt suchte, um in The Drowned Earth einzusteigen, jetzt wäre für den Autoren die beste Gelegenheit. Dank des Brexits nerven natürlich die hohen Versandkosten aus England und auch die anfallenden Zollgebühren. Entsprechend machen Bestellungen aus Deutschland natürlich nicht so viel Spaß. Dazu direkt ein Tipp: The Drowned Earth ist auch bei dem ein oder anderen deutschen Händler zu finden. Bestellt einfach dort und lasst den Händler dann bei James nachbestellen. Um James und seiner Familie zusätzlich und unbürokratisch zu unterstützen, möchte ich wieder Gelände unter den Auktionshammer bringen. Sprich, ihr könnt es ersteigern und die Erlöse gehen dann direkt und in voller Höhe an James. Zu jedem Geländestück blende ich gleich die Bezeichnung und ein Mindestgebot ein. Alles weitere zu den Auktionen und dem Ablauf folgt in ein paar Minuten. Erstmal stelle ich euch nun die Sachen vor, die ihr ersteigern könnt. Los geht's mit dem Alienbaum, den ich einst aus Plastik-Ostereiern und Watte gebastelt hatte. An diesen Battle-Mac aus einem GW-Container erinnert ihr euch noch bestimmt, denn er war ja der Startschuss für die vergangene TWS-Challenge. Und wenn wir schon bei Sci-Fi-Gelände sind, darf natürlich auch dieses Portal nicht fehlen, auf dessen anderer Seite scheinbar irgendwas Tentakeliges wartet. Um euch vor einiger Zeit das Malen von Leuchteffekten mit Kontrastfarben zu zeigen, hatte ich diesen Dungeon-Korridor bemalt. Seitdem ist es eine schöne Fotokulisse für Miniaturen, sofern sie kleiner als mein Sergeant for Scale sind. Dieser Fluss aus Epoxidharz hat zwar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ich hoffe, er findet dennoch einen neuen und glücklichen Besitzer. Und wer beim Spielen mehr Energie braucht, kann gerne auf diesen Plasmagenerator mit USB-Stromversorgung bieten. Diese Mini-Platte von 45 x 45 cm diente mir ebenfalls lange als Fotountergrund. Zum Beispiel für das vorläufige Covermotiv meines aktuellen Spielplattenbuchs. Der Sci-Fi Outpost ist mein aktuellstes TWS-Geländestück, das unter den Hammer kommen soll.
Zu diesem Podest gab es übrigens nie ein TWS-Tutorial. Ich hatte es vor einigen Jahren für unsere Frostgrave-Runde gebastelt und seitdem ist es mit dem unsichtbaren Blut unzähliger Magier und Gefolgsleute getränkt. Den krönenden Abschluss bildet diese vierteilige und 90 x 90 cm große Lavaspielplatte, die ich vor einigen Jahren extra für Summoners gebastelt hatte. Nun sollen all diese kleinen und großen TWS-Geländestücke neue Besitzer finden, um damit James und seiner Familie zu helfen. Und so könnt ihr beim Ersteigern mitmachen. Jedes Geländestück hat ja eine Bezeichnung und ein Mindestgebot. Ihr könnt nun per E-Mail den Betrag bieten, für den ihr das jeweilige Geländestück ersteigern möchtet. Wer bis zum Auktionsende den höchsten Betrag auf das jeweilige Geländestück geboten hat, bekommt den Zuschlag und erhält nach Zahlungseingang das Geländestück innerhalb Deutschlands kostenlos zugeschickt. Denn Miniaturicum hat sich erneut bereit erklärt, den Versand von allen 10 Paketen zu übernehmen, damit weder mir noch euch zusätzliche Kosten entstehen. Nur wer außerhalb Deutschlands mitbietet, muss gegebenenfalls ein paar Euro Versand zuzahlen. Näheres dazu in der Videobeschreibung. Alle Auktionen laufen bis zum Sonntag, den 2. Juli 2023 um 23:59 Uhr. Bis dahin werde ich ab Sonntag, den 25. Juni, jeden Tag gegen 20 Uhr den Zwischenstand aller Höchstgebote hier unter diesem Video posten bzw. aktualisieren. Somit kann jeder von euch jeden Abend nachschauen, wie hoch die jeweiligen Gebote sind, um mir gegebenenfalls eine neue E-Mail mit einem höheren Gebot zu schicken. Warum so umständlich und nicht über eBay, fragt ihr euch nun vielleicht. Ganz einfach. Ich möchte, dass jeder Cent an James und seine Familie geht und nicht 10% oder so bei eBay oder einer anderen Auktionsplattform hängen bleiben. Daher kramt nun ein wenig Hobbykleingeld zusammen und schickt mir eure Gebote an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und wenn euch die Mindestgebote oder späteren Gebote zu hoch sind, könnt ihr James auch gerne direkt eine Spende via PayPal zuschicken. Die Adresse seht ihr eingeblendet und findet sie auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch nun viel Spaß beim Ersteigern und Helfen. Dafür schon jetzt ein riesen Dankeschön, besonders im Namen von James, seiner Frau und seinen beiden Kids.